Willkommen in Hanoi zu unserem zweiten Teil in Vietnam. Ich zeige euch nicht nur, wo man so richtig krasse Banh Mis bekommen hat, sondern wo richtig geile Pho gibt und noch vieles mehr. Und die Sehenswürdigkeiten natürlich auch. Bleibt dran, es ist richtig geil hier in Hanoi. 3 Wochen reisen wir durch Vietnam. In Teil 1 waren wir in Sapa. Und jetzt geht es in die Hauptstadt mit dem besten Essen des Landes. I love it. It's awesome. Danach folgt Cat Ba und die Halong Bay mit ihren atemberaubenden Inseln. Und dann geht's auch noch weiter mit Ninh Binh und dem Drachen auf dem Berg. Die beiden letzten Stationen sind dann Hoi An in Zentralvietnam und Ho Chi Minh City im Süden, die größte Stadt des Landes. Und es sieht hier einfach aus, als wäre es Las Vegas. Ihr merkt also, wir decken das ganze Land ab. Ho Chi Minh ist nicht da. Überall Musik, so viele Bars. Und das ist so richtig urig, richtig lecker, richtig knusprig. Lohnt sich auf jeden Fall. Laut, warm, erdrückend und an jeder Ecke sind hier Restaurants. Mega geil. Moin Leute, wir sind in Hanoi angekommen. Wir sind 6 Stunden mit dem Bus aus Sapa gekommen. Falls ihr übrigens das Sapa-Video noch nicht gesehen habt, das war das letzte, schaut euch das hier mal gerne an. Aber Mike aus dem Off, erzähl doch mal, was wir heute machen und damit ich mich jetzt ins Hotel aufmachen kann in der Zwischenzeit. 4 Tage verbringen wir in Vietnams buzzing Hauptstadt. Voller Fokus natürlich auf die Highlights rund um die Altstadt, das French Quarter mit den ganzen Kolonialgebäuden und dem besten Essen des Landes. Pho, Bun Bon Nam Bo und was es nicht noch alles gibt. Ach ja, holt euch die App Grab, ist das Uber Vietnams sozusagen. Richtig billig und man kann sogar auf einem Roller mitfahren oder Essen bestellen. Verrückt. Wir sind in der Altstadt angekommen. Hinter mir seht ihr das Hotel. Ist jetzt nichts Besonderes, hat ein schönes kleines Zimmer, ist sehr gemütlich. Wichtig ist aber, es ist zentral in der Altstadt. Und das Erste, was wir machen, ich habe ja gesagt, wir werden heute viel essen. Wir werden den ganzen Trip viel essen. Wir machen die Altstadt nicht ganz unsicher, sondern suchen erstmal ein Banh Mi. Morgen machen wir einen richtigen Altstadttrip, habt ihr ja schon empfohlen gehört. Geil auch, direkt an unserem Hotel ist Bun Cha Da King, wenn ich das richtig ausspreche. Ziemlich bekannt. Bun Cha hatten wir ja aber auch schon in Sapa. Werden wir auch noch essen. Jetzt gibt es aber heute erstmal Banh Mi. Banh Mi ist die vietnamesische Antwort auf das belegte Baguette. Mit Koriander, Fleisch oder Ei und sehr vielen Gewürzen. Und eine gute Anlaufstelle dafür ist eben Banh Mi 25. Das Banh Mi war richtig lecker. Richtig schön krosses Brot. Das Hähnchen war gut mit Honig und Käse. War eine richtig schöne Auswahl. Mein Highlight war bei der Smoothie. Meine Natalias Meinung ist, ja, sagte schon alles. It's a passion fruit smoothie, and I think it's the best one I ever had. Richtig geil. Ich bin aber noch nicht satt. Es war nicht teuer. Ich glaube, es hat jetzt 40 gekostet, also rund um 1,80 etwa, also 1,80 Euro. Aber wir können noch was essen heute. Aber erstmal gehen wir ein bisschen rum. Schaut euch mal ein bisschen Hanoi an und lasst das mal ein bisschen, saugt das mal ein bisschen ein. Gerade bei Nacht überrascht die Stadt mit ihren schönen Lichtern und dunklen Gassen, aber auch eben mit dem Getöse und Getummel der Motorräder. Der Trick übrigens beim Überqueren der Straße ist, es fährt durchgehend was und auf die Ampeln guckt eh keiner. Das heißt, man geht einfach langsam irgendwann und schaut einfach ein bisschen mit, wo die Leute herfahren. Und die Leute fahren auch einen um einen rum. Naja, ihr habt es gesehen, es geht irgendwie. Ein bisschen ruhiger ist es dann, wenn man hier an dem See ist, der mitten in der Stadt ist. Den zeige ich euch morgen aber auch noch bei Tageslicht, denn da ist auch der Tempel. Denn wir machen morgen eine richtig schöne Altstadttour. Jetzt suchen wir uns aber noch ein bisschen was zu essen. Als Tipp, hier ist es üblich, dass sich die Restaurants auf ein Gericht spezialisieren. Heißt also, wenn man Bun Cha möchte, geht man zu einem Bun Cha Laden. Überlegt euch also vorher, was ihr essen wollt. Natürlich werdet ihr auch vor den Restaurants von Leuten angesprochen, die ganze Zeit. Ne? Also je mehr an den Restaurant vorbeigeht, desto mehr kommen sie an und sagen, hey, komm in unser Restaurant. Das Schöne hier ist aber, dass sie dich nur einmal fragen und sobald du sofort Nein sagst, gehen sie sofort zur Seite und lassen dich durchgehen. Hier gibt es natürlich auch super viel anderes Essen. Ne? Ramen, argentinisches Steak und eben Döner Kebab.
So fühlt man sich auch mal zu Hause. Zum Abendessen holen wir uns aber lieber ein Nationalgericht Vietnams, die Nudelsuppe, besser bekannt als Pho. Und dafür gehen wir zu diesem unscheinbar wirkenden Laden. Der ist ein Michelin Guide und sie war super lecker. Wir haben die halb durige Beef genommen und das war richtig schön zart, die Pho richtig schön, die Brühe auch richtig saftig. Einfach mega geil, kann ich nur empfehlen. Das Coole ist, daneben sind noch so ein paar Gewürze, dass man sich den Geschmack ändern kann. Also Chili, Garlic und sowas. Natalia hat sich davon was reingepackt und ihre Pho dann einfach komplett anders geschmeckt. Einfach lecker. Zum Abschluss von Tag 1 suche ich noch was zu trinken. Eigentlich einen schönen kalten Kakao. Aber die berühmte Bierstraße ist auch mal interessant und eine gute kleine Ablenkung. Ihr hört's. Überall Musik, so viele Bars. Das ist noch was ganz anderes als in Sapa. Hier ist Bierkultur und Massentourismus, wirklich wieder ein Thing. Und erinnert so ein bisschen an Bangkok hier. Aber irgendwie auch cool, mal wieder so ein bisschen unter Menschen zu sein. Naja, jetzt aber die kalte Schokolade. Ist ja fast schon Tradition für meine Videos und schaut euch mal diese Leckereien an. Schade, dass ich keinen Hunger habe und nur was zu trinken brauche. Und die schmeckt richtig stark schokoladig. Man kann richtig rausschmecken, dass die Schokolade eben sehr frisch hier aus dem Land kommt. Kann ich nur weiterempfehlen. Ihr seht übrigens hinter mir auch die Kathedrale. Die zeigt euch lieber bei Tageslicht und keine Angst. Wir machen abends auch noch eine Biertour und alles. Aber wir gehen jetzt pennen und machen morgen früh die Altstadttour. Haut da rein. Guten Morgen Leute, die Tour startet durch die Altstadt. Wir machen die Lonely Planet Tour mit ein paar Extras und wir starten am zweiten Punkt der Tour. Denn hier ist der Penn Tower und hinter uns kriegt man die Tickets für den Tempel, der mitten auf dem See ist. Schaut euch mal um, hier gibt es sogar einen kleinen Schrein. Richtig schön. Der bekannteste See ist übrigens hier der Huan Kim See, der neben dem Tempel in der Mitte eine wunderschöne Grünfläche für sportliche Aktivitäten und mehr bietet, plus den alten Tempelüberresten in der Mitte. Es lohnt sich auch mal bei Nacht zum größeren See im Norden zu gehen, mit der kleinen Insel, die vor allem bei Nacht in schönen Lichtern strahlt. Aber zurück zu unserer Tour in der Altstadt. Der eigentlich erste Punkt auf der Tour ist natürlich der Tempel, mitten auf dem See. Wunderschön, Eintritt kostet 30, also ungefähr 1,20 €, definitiv verkraftbar. Und hier hat man einen sehr schönen Überblick über den See, über Hanoi auch ein bisschen logischerweise. Und hier ist es richtig schön. Der Tempel ist aus dem 19. Jahrhundert, also noch gar nicht so alt, aber es ist echt wunderschön. Und vor allem diese alten Bäume umrum, mit den Lianen gefühlt, geben richtig guten Vibe ab. Wenn ihr hier früh am Tag erscheint, ist es klarerweise noch nicht so überfüllt. Neben der schönen Aussicht könnt ihr dann auch mehr über die Legenden der Stadt rausfinden. Denn diese ausgestopften Schwertschildkröten, von denen es leider nur noch 6 lebende gibt, und diese wurden hier übrigens in Deutschland ausgestopft, sollen mal hier im See gelebt haben und einem vietnamesischen Anführer ein Schwert gebracht haben, um den Kampf gegen die Ming-Dynastie zu bestehen. Wir gehen jetzt über die schöne rote Brücke weiter in die Innenstadt zu den nächsten Punkten. Es gibt hier echt viel zu sehen und einige markante Punkte, die ich jetzt vielleicht überspringen werde. Aber keine Angst, ich markiere die alle auf einer Google Maps Karte, die ihr in der Beschreibung finden könnt. Übrigens, ihr könnt bei mir jetzt auch Kanalmitglieder werden, wenn ihr unten auf das Mitgliederwerden drückt oder ihr abonniert und liked und subscribt. Naja, guckt weiter das Video. Viel Spaß. Jetzt sind wir in der Altstadt. Man muss auch dazu sagen, die Altstadt von Hanoi ist jetzt nicht mehr wirklich alt. Ne? Also man denkt immer an dieses romantische, viele alte Häuser. Die Stadt wurde immer wieder modernisiert, aber wenn man sich umschaut, dann sieht man immer wieder alte Gebäude, aber das zeige ich euch nachher nochmal genauer. Hanoi blickt eben auf eine lange Historie zurück, die auch dunkle Momente beinhaltet, wie die Kolonialisierung durch Frankreich. Das werden wir vor allem an Tag 3 sehen, wenn wir ins French Quarter weiterziehen. Während ich durch die Stadt schlendere, hier aber noch ein paar Fun Facts. Hanoi heißt so viel wie Stadt zwischen den Flüssen und hat über 8 Millionen Einwohner, also mehr als doppelt so viel wie Berlin und ist trotzdem nicht die größte Stadt des Landes. Verrückt, oder? Jetzt kommen wir zu unserem kleinen ersten Off-Spot der Tour. Und zwar gehen wir zu Café Giang.
Die haben ihren Spot in Hanoi zwar mehrmals gewechselt, aber haben trotzdem diesen alten kommunistischen Ära-Vibe. Kleines Café, sehr eng, und die sollen einen der ersten Eckcafés haben. Die gibt es seit 1946 und wenn ich richtig gelesen habe, haben die sogar einen Eckkakao, und das ist sehr gut für mich. Die Besitzer selbst behaupten sogar, sie haben den Eckcafé erfunden. Der perfekte Ort also, um ihn mal zu testen. It's awesome. It's like very, I don't know, fluffy. I don't know how to explain it. Auch der Kakao ist sehr fluffig, hat aber eben einen leichten Geschmack nach rohem Eiweiß, das im Krieg als Kondensmilchersatz verwendet wurde. Ich bleibe lieber bei normalem Kakao und ziehe weiter durch die Stadt. Ihr habt es ja schon da drin gesehen, das ist so ein Tunnel, durch den man durchgeht. Und die gibt es hier an jeder Ecke gefühlt. Denn die Häuser sind so gebaut, dass sie sehr eng sind, logisch, weil man immer pro Quadratmeter hin zur Straße bezahlt hat. Und man musste eben nicht die Quadratmeter zahlen, wenn da eben noch ein Tunnel zwischen war. Deswegen sieht man hier an jeder Ecke diese langgezogenen Korridore und Tunnel für die Häuser. Auf der Liste ist noch das Heritage House, also ein Ancient House, das so ein bisschen zeigt, wie es hier früher eben aussah. Das Haus hat natürlich sehr viele alte Möbel und andere Fundstücke. Ist so ein bisschen wie so ein kleines Museum. Das ist aus dem 19. Jahrhundert, das Haus. Wurde dann wieder restauriert, damit heute eben Leute mal sehen können, wie früher gelebt wurde. Und das Interessante ist auch, man sieht hier, wie lang die Häuser sind. Eben weil ich, wie vorhin schon gesagt habe, die Häuser früher bezahlt wurden nach Quadratmetern vorne zum Haus hin, sind die Häuser dafür sehr lang. Und man sieht es hier sehr gut. Große Empfehlung, mal in so ein Haus zu gehen. Man sieht nicht nur, wie die Menschen früher gelebt haben, sondern es wird auch viel erklärt, wie die gelebt haben. Dass es 3 Götter gab für den Haushalt. Und es ist echt sehr schön da drin. Kostet auch 10.000 Eintritt, also echt super billig. Zwischen den Millionen Läden von Spas, Pho und anderem Essen und in 1 Milliarde Scootern hier findet man dann auch immer wieder in den Ecken kleine Tempel, die irgendwie an irgendwelche Krieger aus dem 3. Jahrhundert erinnern sollen. Richtig schön. Ein Beispiel ist der Bach-Ma-Tempel aus dem Jahr 1010. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde er mit aufwendig verzierten Fassaden rekonstruiert. Tradition ist übrigens, dass man auf die Altare Essen und Trinken legt. Und anscheinend auch jede Menge Bier. Die haben wohl einen guten Durst, die Götter hier. Neben den Tempeln gibt es natürlich auch noch weitere Merkmale, die zeigen, wie alt die Altstadt eigentlich ist. Und eins davon ist eines der letzten Tore, wenn nicht sogar das letzte Tor, das Osttor der Stadt, das aus dem Mittelalter sogar noch ist. In der Seitenstraße haben wir ein süßes Café und einen Buchladen gefunden. Tranquil heißt der. Ist ein bisschen hidden und dann sieht es so richtig schön hier aus. Schau ich mal um. Für mich ist das Highlight auf jeden Fall immer diese Seitenstraßen, die mit einmal ruhig sind, wo dann diese schönen alten Häuser sind, so wie eben an dem Café, wo wir vorhin waren, und überall dann die Bäume und Büsche rauswachsen. Das ist richtig schön und hat diesen richtig schönen Oldschool-Vibe. Und es ist deutlich ruhiger. Hinter mir seht ihr das nächste Highlight, und zwar die Train Street. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Videos von Hanoi, wo dieser Zug super eng durch die Straße fährt und diese Cafés super klein sind. Der fährt aber fast nur noch an Wochenenden und spät abends, und man darf ja auch gar nicht mehr einfach so durchgehen, nur wenn man in diese Cafés will. Deswegen, man hat das so ein bisschen versucht, das Risiko zu minimieren, weil hier es echt gefährlich wurde. Man kann hier trotzdem mal hergehen. Ist bestimmt ganz interessant, wenn der Zug hierher kommt, aber ansonsten ist es einfach nur eine Touri-Abzocke. Die Cafés sind jetzt nicht richtig krass. Könnt ihr mal vorbeischauen, müsst ihr aber nicht. Dafür gibt es da in der Ecke noch eine Food Street, die einige nette Restaurants hat und durch die man schön schlendern kann. War also nicht für umsonst hier runter zu gehen. Und das hat meinen Appetit derbe angeregt. Ich bin jetzt bei Banh Mi Pho, das ist eine Kette. Mein Magen ist ein bisschen abteilt, deswegen wollte ich mit einer Safe-Bett gehen. Natalia holt sich aber in einem kleinen Laden Banh Mi, und dann seht ihr den Unterschied gleich mal. Ihr habt ja gehört, Natalia hat die Variante mit Ei, ich mit Beef. Natalia hat nur 35, kostet meins 50. Bei Natalia sind die Soße ein bisschen besser, das Brot knuspriger. Deswegen empfehle ich euch, geht nicht unbedingt zu den Ketten, traut mal den kleinen Läden, denn die haben einfach hammergeile Banh Mi.
Wir schleichen durch die Seitenstraßen, um dann hier anzukommen, da wo sehr viele Cafés sind und eben die St. Joseph's Cathedral. Die ist aus dem 19. Jahrhundert, aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, ist benannt nach St. Joseph, also dem heiligen Joseph, dem Schutzpatron von Vietnam. Und ihr habt ja in Sapa schon gehört, dass es relativ viele katholische Gläubige hier gibt. Und es soll sogar so sein, dass hier teilweise abends, trotz der großen Kathedrale, Menschen vorne draußen vorstehen, damit sie irgendwie noch die Messe hören können. Und mehrmals am Tag sind hier sogar Messen. Aber das Gebäude sieht auch richtig schön aus. Und das ist irgendwie krass so. Du hast diesen Platz drumherum, wo diese ganzen alten Gebäude sind, die aus der Kolonialismuszeit sind. Und dann kommt mit einmal so eine krass katholische Kathedrale, die auch einfach so in Paris hätte stehen können. Vor allen Dingen viele von diesen alten Bäumen, wo diese Lianen runterhängen, was es irgendwie noch cooler und tropischer macht. Aber einfach unheimlich viele Cafés, wo die Leute sitzen. Deswegen werden wir uns jetzt noch einen Kaffee gönnen und dann zeige ich euch das letzte Highlight auf der Altstadttour. Hier gibt es echt einige Hidden Spots, aber wir sind zu Kong Café gegangen, denn die haben uns ja schon in Sapa mit absolut leckeren Getränken versorgt. Wie geil das einfach aussieht. Unser letztes Highlight hier ist etwas alternativer und zwar ist es die Mural Street. Das ist so eine Wand, wo ganz viele verschiedene Murals sind. Schaut euch die mal an, sind richtig geil. Erinnert etwas an die Eastside Gallery in Berlin und ist ein guter Weg für Künstler, um die eigene Geschichte und Herkunft aufzuarbeiten. Während wir heute die Motorräder eher als Belästigung und Stören empfinden, stehen sie für die Vietnamesen eher für ein Zeichen der Freiheit. Im Kommunismus oder in den frühen Jahren des Kommunismus war es eben verboten, hier mit Motorcycles durchzufahren und auch noch bis in den 80er Jahren war hier fast nur Fahrradbetrieb. Und durch die Öffnung in den 90er Jahren, also der Wechsel von einem reinen Kommunismus eher in eine soziale Richtung, die auch China zum Beispiel jetzt fährt, ist der Markt eben geöffnet worden und vor 30 Jahren wurden hier die ersten Motorräder verkauft. Und deswegen ist es ein ganz besonderes Zeichen eben für die Vietnamesen hier. Wir haben den Nachmittag jetzt genutzt, um einfach mal ein bisschen Roadtrip-Planung zu machen, denn unterschätzt nicht die Distanzen. Wir müssen ja noch quer durchs Land und Zugfahrten 16 Stunden oder ob es Flüge nachher sind, Busfahrten. Plant das also immer früh ahead. Wir haben aber jetzt was Schönes zum Abendessen gefunden und zwar machen wir heute ein neues Gericht, das heißt Bun Bo Nam Bo. Das gibt es bei uns direkt um die Ecke und das schauen wir uns mal gemeinsam an. Oh mein Gott, ich kann nicht beschreiben, wie geil Bun Bo Nam Bo ist. Das ist so eine Art Beef-Nudelsalat, steht hierbei. Es hat ein bisschen Soße, es hat Reisnudeln, es hat Beef, sehr viel davon. Es hat Erdnüsse drin. Der Geschmack ist richtig erfrischend. Nicht so intensiv wie eine Pho oder sowas, aber es fühlt sich so lecker an, dass man immer mehr essen könnte. So eine leichte Süße mit drin, keine Schärfe drin, wenn man nicht möchte. Man kann die natürlich auch wieder reinpacken. Für mich bisher das geilste Essen. Ich könnte mich daran zu tot essen. Also es ist so geil und es wird auch wieder da vorne direkt die ganze Zeit hergestellt, dass sie die ganze Zeit ready sind. Das ist eben der Riesenvorteil, dass diese Restaurants immer nur 1 oder 2 Gerichte haben, weil sie die durchgehend wie am Fließband durchproduzieren können und du direkt nach 10 Sekunden Essen bekommst. Gestärkt geht es dann zurück auf die Bierstraße. Ich hatte euch ja gesagt, wir trinken noch ein bisschen was. Hier sind eben viele Bars mit lauter Musik und vielen jungen Menschen, die das Nachtleben genießen. Natürlich gibt es hier auch fancy Bars wie das Nola mit Craftbier und verwinkelten Ecken. Oder 1984 ein Tattoo-Studio mit einer Rooftop-Bar. Hanoi bietet eben echt viel für die nachtaktiven Besucher. Zumindest bis zur Sperrstunde um 2 Uhr, die dann auch umgangen wird. Nur leiser und heimlicher. Nach dem Papier gönnen wir uns nochmal eine kleine Spezialität, die eigentlich aus Korea kommt. Und zwar diese komischen Dollarnoten, so eine Waffel mit Käse drin. Mal gucken, wie das schmeckt. Komischer Geschmack. Schmeckt nach einer richtig schönen Waffel, also wirklich gut, nicht zu süß. Und innen drin mal eine Mozzarella. Kann man essen. Aber das war's für heute. Wir schauen uns hier wieder Hanoi bei Tag an. Tschüssi! Unser letzter richtiger Tag in Hanoi. Ich habe mir bei Kong wieder eine Schokolade geholt und wir starten jetzt ins French Quarter. Die
Franzosen haben sich hier in der Zeit der Fremdherrschaft niedergelassen und einige imposante Gebäude rausgehauen. Sollte man sich also mal geben. Während man hinter mir einen der legendenumwobensten Herrscher Vietnams sieht, steht das French Quarter eigentlich für die Geschichte der letzten 150 Jahre. Kolonialismus der Franzosen und Kommunismus bzw. Sozialismus. Das Schöne ist, bzw. das Krasse ist, dass Vietnam seine Geschichte eben nicht verdrängt, sondern auch zur französischen Geschichte steht. Und deswegen entstehen im French Quarter noch sehr, sehr viele alte Häuser, die die Franzosen damals nach 1870 bis 1920 hier gebaut haben und hier immer noch stehen und teilweise eben jetzt von sozialistischen Parteien und anderen Organisationen genutzt werden. Alle gelben Gebäude wie das hier sind Häuser des Kolonialismus. Es gibt nicht wirklich eine Erklärung, warum sie gelb waren. Man denkt, es gibt zwei Gründe dafür. Einmal gelb absorbt Hitze und zweitens soll es als Stärke Frankreichs irgendwie gegolten haben. Sieht aber auf jeden Fall schön aus. Und dann sieht man hier überall natürlich noch die ganzen roten Flaggen, teilweise mit Hammer und Sichel drauf, die eben für den Sozialismus stehen. Ich mag den Mix aus kommunistischen Prachtbauten wie den ganzen Banken, den alten französischen Häusern, aber auch den etwas ruhigen, also den breiten Straßen erstmal. Und es ist etwas ruhiger hier, gemütlicher hier, dann viele schöne Bäume hier. Hat auf jeden Fall einen viel gemütlicheren Charakter und auch viel edleren Charakter. Und deswegen sind hier auch wahrscheinlich die ganzen sowas wie Erben, Cartier und Co. Hier ist also eher was für die Reicheren. Krass, auch vor den Gebäuden tummeln sich Models mit Make-up-Artists und Kamerapersonal, um schöne Fotos zu machen. Das habe ich so noch nie gesehen. Hinter mir sieht man wohl das bekannteste Gebäude des French Quarters, und zwar die Oper. Das ist ein richtig schönes Opernhaus. Generell gibt es hier super viele schöne Gebäude, habe ich ja schon gesagt, aber auch sehr viele Restaurants und Boutiquen, die es eigentlich wie eine westliche Stadt wirken lassen. Also zumindest eher so südamerikanisch fast schon wirkt es für mich hier eher. Erinnert echt sehr stark an Mexiko. Die Videoserie könnt ihr übrigens hier sehen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und passend dazu gibt es hier eine Eisdiele mit Eis am Stiel, sozusagen Paletta. Hier bei Cam gibt es mehrere Versionen von eins und eben ist auch eins am Stiel, also sowas wie Paletta. Ich habe Schoko-Vanille genommen. Schoko schmeckt gut, schmeckt ein bisschen gleich nach Kokosnuss. Natalia hat Kokosnuss genommen. Coconut. Schmeckt richtig, richtig lecker. Und hat eigentlich auch nur 12 gekostet, was so viel ist wie nicht mal 50 Cent, eher so 40 Cent. Gönnt euch das also. Übrigens, natürlich schmeckt das nach Kokosnuss, denn es basiert ja alles bei dieser Eisdiele auf Kokosnussbasis. Lustig ist, wir holen uns da draußen Eis, weil wir denken, das ist deren Main-Laden. Und dann kommen wir hier rein, da gibt es hier einen riesen Laden noch weiter. Also draußen 3 Stände, innen drin nochmal 3 Stände. Das ist echt riesig. Wir haben uns zur Feier des Tages noch Mochi-Eiscreme geholt. Kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? Kleine Mochi-Bälle mit Eiscreme gefüllt. Wir haben die Aprikosen-Variante genommen. Natalie liebt das Eis. Prost. Prost. Mal gucken, wie der schmeckt. This is really good. Super fruchtig. Richtig krasses Eis. Wenn ihr hier seid, holt euch das, egal welches Wetter es ist. Mega. Fazit: French Quarter ist echt schön und hebt sich etwas ab von der Old Town. Und wenn ihr edel shoppen wollt, seid ihr hier mehr als richtig. Vom Südosten sind wir jetzt in den Nordwesten gesprungen, haben einen Grab genommen und sind jetzt in einem etwas weniger touristischen Teil. Wir werden jetzt natürlich gleich noch zum Presidential Palace und sowas gehen, aber wir sind jetzt hier an so einem kleinen See, der richtig schön ist. Hier ist es super schön ruhig, sehr gemütlich. Aber hier kriegen wir was Historisches mit, denn hier ist einfach mal ein B-52-Bomber liegt hier. Zumindest die Überreste. Und die sind einfach hier, um auch zu zeigen, wir dürfen den Krieg nicht vergessen. Übrigens, man nennt ihn nicht Vietnamkrieg hier, sondern den American War, weil logischerweise ist jeder Krieg, der hier war, ein Vietnamkrieg. Und ja, hier ist ein B-52-Bomber und man sieht sich auch angeschlagen, dass es ein bisschen auch als Zeichen dafür steht, dass man durch das Besiegen der Amerikaner eben seine Freiheit erlangt hat. Also Vietnam hat die Freiheit erlangt und ist seitdem ein kompletter eigener Staat, der nicht mehr in Nord und Süd getrennt ist.
Hier ist es übrigens deutlich weniger touristisch und es ist ein Katzensprung entfernt vom Parlament und den Überresten des sozialistischen Führers Vietnams. Ich bin gerade durch den Security-Check, denn wir sind jetzt sozusagen im sozialistischen Zentrum des Landes, denn hier ist das Ho Chi Minh Mausoleum, weil ihr kennt es ja bei Leuten wie Mao, Lenin und eben Ho Chi Minh, die werden einbalsamiert und zur Schau gestellt. Hier ist auch der Presidential Palace und ein riesiger Platz, der einfach nur Sozialismus schreit. Da ist das Mausoleum. Momentan ist aber keine Schlange, denn Ho Chi Minh ist nicht da. Jedes Jahr von September bis zum November ist er im Urlaub in Russland, denn da wird er erneut einbalsamiert bzw. die Mumifizierung vorangetrieben, gecheckt, ob alles okay ist. Dafür müssen sie einfach jedes Jahr nach Russland fliegen. Verrückt, oder? Aber auch hier ist es wie im Rest der Stadt, man versteckt sich nicht vor der indochinesischen Geschichte. Hier sind super viele noch von diesen gelben Gebäuden, wo ich vorhin schon gesagt habe, dass das ein Zeichen für die französischen kolonialistischen Gebäude sind. Der Presidential Palace, den zeige ich euch gleich noch. Und hier sind aber auch noch ein paar Embassies, wie die kanadische zum Beispiel, die in einem dieser alten französischen Gebäude sind. Der Presidential Palace kostet übrigens Eintritt und als wir da rein wollten, war der Prime Minister der Niederlande da. Deswegen sind wir zurück in die Stadt und haben nochmal Banh Mi gegessen. Und zum Ende kann ich sagen, das ist das beste Banh Mi der Stadt. Das ist übrigens das Banh Mi, das wir aus dem Intro hatten. Das haben wir uns bei Banh Mi Mama geholt, direkt in der St. Joseph's Cathedral. Und das ist so richtig urig, richtig lecker, richtig knusprig. Lohnt sich auf jeden Fall. Gönnt euch die kleinen Läden, ich kann es immer nur wieder sagen. Nutzt die Zeit in Hanoi, um einfach mal herumzuschlendern und neue Cafés zu finden. Hier gibt es einfach eine riesige Auswahl. So Leute, zum Schluss haben wir noch eine Art Dry Pho. Das sind einfach so gefühlt gebratene Nudeln mit Rind und es ist alles so richtig gut abgemischt. Wir haben so eine kleine Empfehlung bekommen, weil Natalia in so einem Laden war und die hat uns gesagt, hier sollen wir hingehen. Sie sprechen kein Englisch, sind weiter außerhalb. Ich hau natürlich wieder alles unten rein, auch eine Google Maps Sache, wo wir überall waren hier in Hanoi. Denn wir sind jetzt am Ende. Ich esse jetzt auf. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hanoi hat noch so viel mehr zu bieten. Es gibt hier so viel krasses Essen, so geile Sehenswürdigkeiten. Definitiv eine meiner neuen Lieblingsstädte, auch wenn die Motorräder sehr laut sind. Das Essen hat mich sehr umgehauen. Ich bin gespannt, was Vietnam noch so zu bieten hat. Das seht ihr dann aber im nächsten Video, weil da geht's Halong Bay. Mike, übernimm du doch einfach mal aus dem Off, während ich jetzt hier aufesse. Tschüss, ne? Oh ja, macht euch ready für das Paradies am Meer. Traumhaft schöne Inseln, eine unfassbar eindrucksvolle Bootstour und was soll ich sagen? Im nächsten Video erfahrt ihr, warum unsere Tour durch die Halong Bay zu den besten gehört. Alles klar, jetzt gehen wir aber ab in die Highlights. Haut da rein.